Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech 2025 in Nürnberg. Wir sind jetzt bei Analyticon und bei mir steht Leon Bosetti. Leon, hi, schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass ihr da seid, freut uns. Ich habe gehört, ihr habt Geburtstag gefeiert. Dann erzähl uns doch ein bisschen was über euren Betrieb und was ihr so macht. So ist es. Also wir haben gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert, 2001 dann gegründet. Und es ist so, dass wir angefangen haben mit so Röntgenfluoreszenzanalysatoren. Also wenn man Metalle so identifizieren will als Schrottplatz oder als irgendwie Juwelier, dann kann man das mit diesen Geräten machen. Und peu à peu haben wir uns dann so weiterentwickelt. Alles immer noch im Handheld-Bereich und sind dann eben in dem Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgabenbereich gelandet, also verkaufen eben Geräte an Behörden, die primär dafür gedacht sind, dass unsere Kunden sich selber erstmal schützen können und natürlich auch ihre Kollegen und die Umwelt dann. Das ganze Thema, das klingt ja wahnsinnig komplex, ne? Sehr, sehr chemisch und ja, sehr, sehr, sehr hochtrabend eigentlich. Aber die Geräte schauen ja eigentlich relativ simpel zum Bedienen aus. Ich nehme mal an, das ist auch der Zweck dahinter. Genau so ist es. Also ja, das ist ein sehr großer Bereich, von dem wir da sprechen, mit sehr vielen Facetten. Und das kann auch sehr komplex sein. Aber gerade mit diesem Handheld-Bereich, sage ich mal, oder mit unseren Geräten ist es eben das Ziel, das möglichst einfach zu machen. Spielen natürlich immer noch Sachen eine Rolle, an die man sich halten muss und die einfach wichtig sind, dass man die weiß, dass man die lernt und entsprechend geschult wird natürlich auch. Aber alle Geräte sind auch für Laien einfach zu bedienen. Und man braucht da keine spezialisierte chemische Ausbildung oder so, sondern mit einer entsprechenden Schulung und ein bisschen Know-how, das man während dieser Schulung lernt, kann man die alle ganz einfach bedienen. Produziert ihr die Geräte selber oder vertreibt ihr die und was bietet ihr auch sonst noch an? Genau, also wir sind der Vertreiber von den Geräten, wir sind Distributor, haben auch ein Gerät selbst entwickelt, aber in diesem Röntgenfluoreszenzbereich gerade, aber alle Geräte, die im Sicherheitssektor angeboten werden, da sind wir Distributor für, was für mich einen Vorteil darstellt, weil wir einfach so ein bisschen Cherrypicking machen können und uns überlegen, okay, was passt vielleicht am besten in den Markt rein, und wir machen das seit 15 Jahren und meinen, dass wir den Markt dementsprechend ganz gut kennen mittlerweile. Genau. Gut, was habt ihr uns denn mitgebracht? Womit fangen wir an? Wir sprechen heute über CBNE, also über chemisch, biologisch, radioaktiv, nukleare und explosive Gefahren. Also alles, was man eigentlich nicht haben möchte, wenn man irgendwo reingeht. Genau so ist es. Wo man vielleicht, wenn man in so ein Szenario hier reinkommt, was wir mitgebracht haben, möglichst sicherstellen will, bevor man reingeht, dass keine oder eine möglichst minimale Gefahr davon ausgeht. Also wir reden jetzt zum Beispiel davon, sollte ich eine Schusswaffe einsetzen wollen zum Beispiel oder müssen, so muss man es ja sagen, und es gibt Funkenflug, dass da keine Gase sind zum Beispiel, dass ich gleich wieder rückwärts aus der Tür rausfalle. So ähnlich, also die Geräte messen keine Ex-Grenzen, so, aber es geht eben genau um dieses Szenario, dass ich, wenn ich in einen Raum reingehe oder in ein Szenario reingehe, bevor ich quasi die Tür eintrete und mitten in der Wolke stehe, vielleicht schon durch die Tür so ein bisschen was davon mitbekommen habe, was da drin vielleicht los ist. Also nicht nur, dass es mich vielleicht aus der Tür sprengt, sondern dass ich die Möglichkeit habe, ich weiß, besser eine Maske aufsetzen, genau so, damit ich mich und meine Kameraden nicht schade. Genau so ist es. Ja. Ist das jetzt explizit für militärische und Polizeieinsatzkräfte oder würdet ihr sagen, zum Beispiel auch Feuerwehr, THW oder irgend sowas auch interessant? Also unsere Kundengruppen sind ganz divers. Das geht eben von Militär über Polizei, Zoll, Feuerwehr. Jede Einsatzgruppe oder jede Einsatzkraft, die sich eben mit diesem chemische Gefahren beschäftigen muss oder möchte, sage ich mal, eher muss, die kann mit den Geräten arbeiten. Und die braucht aus unserer Perspektive natürlich auch solche Geräte, um einfach Einsätze sicherer zu gestalten. Das heißt, die Geräteschulungen bietet ihr auch an? Genau so ist es. Also wir sind der Überzeugung, dass wenn man ein Gerät kauft und in der Muttersprache geschult wird, das einfach viel besser funktioniert, als wenn man in Englisch geschult wird oder einfach auf einem anderen Level. Dann muss irgendwie der Hersteller aus USA oder sonst irgendwelche komplexen Sachen, sondern wir machen die Schulung selber und sind da auch im engen Austausch mit unseren Kunden. Okay, wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie beginnen wir denn?
Genau. Also wenn wir in ein Szenario reinkommen, was wir gerade schon besprochen haben, dann sind natürlich die schlimmsten Sachen oder die größten Gefahren gehen dann von unsichtbaren Dingen aus. Und wir interessieren uns in unserem Thema heute eher so für den Selbst- und Eigenschutz. Und da ist es eben ganz wichtig, dass ich die unsichtbaren Gefahren einfach möglichst neutralisieren kann. Und da sprechen wir als erstes hier mit dem ChemPro X über einen Gammadetektor, eben radioaktive Strahlung, die von irgendeiner Quelle ausgehen kann. Und in Kombination das Gerät kann ich mir quasi so an meinen Körperpanzer dran bauen, sage ich mal. Und das misst einmal Radioaktivität und einmal chemische Kampfstoffe oder toxische Industriechemikalien. Also ist das wie ein Geigerzähler, so wie man früher kennt, dieser große Kasten, der so immer so umeinander kratzt. Genau, ist ähnliches Wirkprinzip, also man kann sich das schon als Geigerzähler vorstellen, ja. Okay. Und was hier eben schön ist, wir sprechen hier über IMS-Technologie. Ich würde jetzt einfach nicht so tief in die Materie da einsteigen. Wer interessiert ist, da machen wir dann natürlich gerne noch tiefergehende Gespräche. Oder der weiß es schon. Oder der weiß es schon, umso besser. Und hier ist es eben so, dass in dem Gerät, das Gerät saugt Luft ein. Die Luft geht durch die Sensoren durch und dann macht es eine Detektion. Also ich kriege hier keine Information darüber, dass es jetzt irgendwie VX oder irgendein Kampfstoff präzise, sondern ich kriege einen Alarm, das ist ein Kampfstoff der Kategorie zum Beispiel Blutkampfstoffe oder irgendwie sowas. Genau. Gut. Dann haben wir die unsichtbaren Gefahren erstmal eliminiert, sage ich mal. Jetzt befinden wir uns im Gebäude und ich finde auf dem Tisch ein weißes Pülverchen. Ich habe da mal was mitgebracht, sowas zum Beispiel. Genau. Und wenn wir jetzt ein weißes Pulver finden, das ist so der CBNE-Klassiker. So ein weißes Pulver kann halt irgendwie alles sein, von Zucker bis irgendein biologischer Kampfstoff oder was auch immer. Und deswegen wäre natürlich die Vorgehensweise wieder, ich teste erstmal, okay, geht hiervon irgendwelche Strahlung aus, die vielleicht kleiner ist oder niedriger dosiert als im ganzen Raum. Kann dann natürlich auch mit dem Gerät nochmal messen. Und dann, wenn die beiden wieder negativ sind, habe ich schon mal die Sicherheit, okay, da strömt jetzt nichts von aus. Ich kann mir aber immer noch nicht sicher sein, ob das vielleicht ein Explosivstoff ist zum Beispiel. Und da gibt es dann den Seeker Pro. Und beim Seeker Pro ist es so, das ist ein kolorimetrischer Test, bedeutet also, es sind Schnelltests, die einen Farbumschlag machen. Das ist ganz weit verbreitet, gerade bei Polizeien, ist aber in der Regel relativ aufwendig, weil ich habe halt dann mehrere Chemikalien, mit denen ich hantieren muss. Ich muss dann den Farbumschlag selber mir überlegen, was ist das jetzt, blau oder lila blassblau oder ist es vielleicht, was für eine Farbe ist das? Wie mit so einer Tabelle, wo man dann arbeiten müsste, Genau. oder wo man sagt, das ist jetzt dies und das. Es könnten aber auch Mischstoffe sein, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Genau, und das ist so wie es hier ist, sag ich mal, schön ausgeleuchtet, funktioniert das bestimmt super, aber nachts um 4 irgendwie im Halbdunkeln ist das dann halt schwierig. Und das Schöne am Seeker Pro ist, dass der diese Tests automatisiert. Es gibt also hier diese Schnelltests dazu, die entsprechend dann mit den Chemikalien schon vorbeladen sind quasi. Und ich würde das gerade einmal kurz zeigen. Wenn ich hier so einen Test starte, dann sagt er mir, scan einmal den entsprechenden Test ein, das mache ich. Dann sagt er mir, ist der wirklich weiß? Das ist er. Ich kann den also dann einführen. Er validiert den Test dann selber, sagt, okay, das ist weiß. Und dann kann ich hier hinten diese beiden Ampullen durchbrechen. Er sagt mir dann, bitte gerade halten. Dann laufen die Chemikalien auf die weiße Fläche. Und dann kriegen wir gleich eine Information darüber, ob das jetzt gefährlich ist oder ob es ein Explosivstoff ist oder nicht in dem Fall. Das heißt aber, diese Tests sind jetzt nicht vollumfassend, sondern das ist jetzt wirklich nur, um die ersten Gefahren für die Leute vor Ort direkt auszuschließen. Und danach würden wahrscheinlich die Profis vom Labor kommen oder von der Forensik kommen und würden sich dann um die Details kümmern. Ja. Also es ist so, dass es wirklich hier primär um den Eigenschutz geht. Und wenn wir uns nochmal hierhin zurückversetzen, dann stehen da irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Kolben rum. Das ist natürlich nicht die Aufgabe von der Einsatzkraft, die als erstes an den Einsatzort kommt. Sondern da geht es eben darum, möglichst die Gefahren auszuschließen, die sich da so ergeben können. Und dann sieht das eben zum Beispiel so aus. Also ich habe meinen Test, der ist durchgelaufen und er sagt mir jetzt auf Explosivstoffe negativ. Also das ist schon mal kein Explosivstoff.
Und dann habe ich schon mal diese Gefahren wieder ausgeschlossen. Jetzt möchte ich aber vielleicht wissen, okay, was ist das jetzt? Kann ja immer noch relativ ein breites Spektrum an Chemikalien abdecken. Und dann gibt es eben so Geräte wie den Apex. Das ist ein Raman-Spektrometer. Und das Tolle an Raman-Spektrometern ist, dass die in der Regel sehr große Datenbanken haben und man damit einfach sehr viel abdecken kann, so an Bandbreite. Und gerade bei weißen Pulvern gab es ja diese Zeit mit den berühmten Antragsbriefen oder sowas. Da wäre es natürlich super, sofort zu wissen. Ja. Also das funktioniert mit Raman nicht. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass das klar ist, sage ich mal. Dass man die Grenzen der Technik auch kennt in dem Falle. Das ist was ich in Schulungen immer sehr gerne sage. Mein Hauptziel heute ist es, dass Sie wissen, was die Geräte nicht können. Weil einen positiven Test, das kann jeder, das funktioniert ganz einfach. Aber zu wissen, was passiert, wenn man einen Test macht und es kommt eben kein Ergebnis raus, was zu dem passt, was man sich vorstellt, dann eben weitergehen und sich zu überlegen, okay, was könnte es noch sein, was geht mit dem Gerät nicht. Und gerade sowas wie Antrags würde jetzt mit dem Raman-Spektrometer zum Beispiel nicht gehen. Aber da haben wir dann noch eine Möglichkeit mitgebracht, wie wir das machen können. Ja, dann zeig uns doch mal, wie das jetzt hier funktioniert. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt hier ein weißes Pulver gefunden. Das Schöne an dem Gerät ist, dass es über ein Smart Device funktioniert. Ich kann hier einfach sagen, Start Scan, dann warnt er mich davor, dass eben dieser Laser energetisch ist. Und deswegen haben wir vorher auch den Explosivstofftest nochmal gemacht, weil alle Raman-Geräte oder fast alle Raman-Geräte einfach durch die Einwirkung des Lasers auf das Material eben dann auch Dinge zum Umsetzen bewegen können. Energieeintrag durch den Laserstrahl. Genau. Und dann kann eben ein Explosivstoff gesprengt werden, sage ich mal. Und das haben wir aber natürlich mit dem Sika Pro schon ausgeschlossen. Und jetzt haben wir innerhalb kürzester Zeit ein Ergebnis bekommen. Das Gerät sagt jetzt, das ist Acetaminophen, also es ist einfach Paracetamol. Und damit kann ich hier sagen, das ist komplett ungefährlich, kann ich einfach mitnehmen oder da lassen oder den Kollegen, die danach kommen, überlassen. Aber ich habe eben hier eine Möglichkeit, relativ schnell direkt vor Ort zu sagen, ist das was Gefährliches oder ist es nicht sofort gefährlich für mich oder für meine Kollegen im Einsatz. Sehr gut und vor allem sehr interessant und doch ziemlich technisch, aber von der Bedienung eben, wie wir sehen, tatsächlich einfach. Genau. Jetzt haben wir ja gerade vorhin über biologische Gefahren gesprochen. Da habt ihr auch was im Petto? Genau so ist es. Würde ich gerade mal kurz holen. Ich räume hier mal ein bisschen auf die Seite. Ist ein bisschen was größer, aber das ist quasi der Koffer, den man mit dem ChemPro X zusammen erwerben kann. Also um wirklich diesen Bereich bestmöglich abzudecken. Also ich habe dann mit dem Kombiset im ChemPro X einmal die Gammadetektion, ich habe die toxischen Industriechemikalien und chemische Kampfstoffe und hier eine ganze Palette an Schnelltests für eben biologische Gefahren. Weil das kann natürlich sein, gerade bei dem weißen Pulver, jetzt war es Paracetamol, aber wenn wir davon ausgehen, es ist irgendwie Mehl oder Backpulver oder sowas, kann da natürlich einfach ein biologischer Kampfstoff untergemischt sein oder beigemengt. Und dann kann ich hier eben mich einmal durch die quasi ganze Palette durchmessen und einfach auch diese Gefahr dann nochmal ausschließen, wenn es vor Ort einen Hinweis gibt. Und das ist eben auch was ganz wichtig ist, dass die Geräte, diese funktionieren sehr gut, aber die ersetzen halt nicht die Intelligenz und die Erfahrung von Einsatzkräften. Also das, was man heute immer noch oder auch macht, mitdenken, so das wird nicht genommen, sondern man muss einfach das als Puzzleteil sehen. Also so ein Einsatz hat ja ganz viele Hinweise, ich stelle das gerade nochmal runter, gibt einem ja ganz viele Hinweise, denen man nachgehen kann. Und wenn eines dieser Puzzleteile eben oder ein Hinweis entsteht, dass es zum Beispiel eine biologische Gefahr sein könnte, dann ist das eben ein Puzzleteil in dem ganz großen Bild. Also man muss das, was ihr hier anbietet, tatsächlich als Werkzeug sehen und nicht als Allheilmittel. Genau. Weil ich denke mal, eine 100%ige Sicherheit kann man damit nicht bieten. Ja. Und sagen wir, die Entwickler von, gerade wenn wir von Kampfstoffen reden, versuchen natürlich auch immer einen Schritt voraus zu sein. Das ist ganz klar. Aber ihr bleibt am Ball mit euren Geräten. Auf jeden und Fall. Entwickelt immer weiter oder werden weiterentwickelt. Ihr schult die Leute und bringt dann auch die Geräte an den Mann. Und das ist auch das, was wir jetzt an dem Beispiel vom Apex schon sehen, dass eben die Integration auch immer
weiter vorangeht. Also hier kann man das zum Beispiel jetzt mit einem Smart Device bedienen oder man kann den ChemPro X mit unterschiedlichen Geräten verbinden, also mit anderen ChemPros, sage ich mal. Und dann muss man nicht mehr, wenn man ein positives Ergebnis hat, seine Kollegen anfunken und sagen, ich habe jetzt ein positives Ergebnis und dann irgendwie das weiterleiten, sondern die Geräte werden alle in dieser Funkgruppe gegenseitig alarmiert und dann hat man direkt die Information vorliegen und spart dann natürlich im Ernstfall sehr wichtige Sekunden. Haben wir da auch eine Möglichkeit, zum Beispiel mit Drohnenintegration? Weil das ist ja jetzt ein Thema, was immer mehr kommt, also fahrbare Drohnen oder vielleicht sogar fliegende Drohnen. Ja. Und das ist auch an dem Gerät sehr schön, dass das eine sehr gute Plattform bietet, dass man das relativ simpel in Drohnen oder in Fahrzeuge integrieren kann, weil es eben Funk eingebaut hat, das hat WLAN eingebaut, also kann einen eigenen Hotspot errichten und kann eben auch per Ethernet bedient werden. Also da ist eine ganz schöne Bandbreite da. Und was es hier noch dazu gibt, ist so ein Interface-Programm, was man über einen Browser aufrufen kann. Und da kann man dann Trainings bauen. Man kann in einer HQ, sage ich mal, beim Einsatzleiter, der kann sich die Geräte aufrufen, kann dann sehen, wie die einzelnen Stati der Geräte sind und wo die Kollegen unterwegs sind und all sowas. Okay, das heißt, ich kann das alles auf einen Bildschirm spiegeln oder auf einen Laptop spiegeln, genau, sodass quasi die Einsatzleitung einen totalen Überblick hat über das Geschehen vor Ort. Genau so ist es. Und auch das ist eben wieder trägt diesem Konzept bei, sage ich mal, dass wir versuchen, möglichst schnelle Wege zu erreichen und dass man vor Ort direkt eine Entscheidung treffen kann. Gut, gerade hier ist ja Zeit kritisch. Genau so ist es. Dass wenn irgendein Stoff einwirkt, muss das ja wirklich teilweise in Sekunden gehen, dass ich da Behandlungen einleiten kann oder einfach meine Leute in Sicherheit bringen kann und natürlich auch die Leute, die außenrum wohnen. Eben, ja. Dass man entsprechende Maßnahmen treffen kann, einfach um natürlich auch Umweltbevölkerung zu schützen. Das sind gerade bei chemischen Kampfstoffen, ist es natürlich selten, dass das passiert. Aber wenn es passiert, wie du gerade gesagt hast, ist es sehr zeitkritisch und eben auch sehr gefährlich. Und daher ist es wichtig, möglichst früh über eine drohende Gefahr informiert zu werden und natürlich auch möglichst schnell dann zu wissen, okay, was ist jetzt die Abhandlung, sage ich mal. Leon, es war wirklich super interessant bei euch, ganz tolle Geräte, natürlich auch ganz hervorragend präsentiert. Das war's bei Analyticon. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt oder Interesse an den Produkten habt, wir blenden euch einen Link unten ein. Ansonsten folgt EnforceTech TV. Wie immer, denkt dran, Like, Abo, Glocke drücken. Wir sind raus und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr. Danke dir.